Filterproblem gelöst, denn die alten Filter der DJI Mini 3 passen natürlich nicht mehr an die DJI Mini 4 Pro aufgrund von Änderungen an der Kamera und an der Streulichtblende, also müssen neue her. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch neue Filter für die DJI Air 3 und was man damit alles machen kann, wofür man sie braucht und wie du sie richtig einsetzt, das erkläre ich euch jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Freewell hat neue Filter und da gab es natürlich ein gewaltiges Update zum Thema Transparenz. Alle Filter wurden mir direkt zur Verfügung gestellt, was aber meine Meinung und meine Tests nicht beeinflusst hat. Ich habe das Video für euch in 2 Kapiteln aufgeteilt. Zum einen für die DJI Mini 4 Pro und zum anderen für die DJI Air 3. Im Teil der Mini 4 Pro erkläre ich dann auch nochmal alle Filter und für was diese gedacht sind. Also wenn dich nur ein Kapitel interessiert, dann kannst du direkt zum jeweiligen Kapitel klicken. Vorher nochmal die Frage beantwortet, warum eigentlich ND-Filter? Dazu musst du natürlich dir dein Auge als Kameraobjektiv vorstellen und bei Dunkelheit, da öffnen sich natürlich die Pupillen und du kannst alles besser erkennen und das heißt natürlich, die Blende geht auf und bei starkem Sonnenlicht, da machst du dann die Augen so ein bisschen zu und kneifst die so direkt zusammen, was bedeutet, du wirst geblendet, trotz guter Lichtverhältnisse, aber du schließt natürlich die Augen, weil das Sonnenlicht dich direkt blendet, also schließt du deine Blende. Und jetzt musst du dir natürlich vorstellen, du hast eine feste Blende. Das heißt, deine Augen oder deine Pupillen stehen natürlich auf einen festen Wert. In diesem Fall bei der Mini 4 und bei der Air 3 mit dem kleinen Objektiv auf Blende 1.7. Und wenn du ja natürlich dann die feste Blende in deinen Pupillen bzw. in deinen Linsen hast, stellst du natürlich eins fest, und zwar kannst du nicht allzu viel bei starkem Licht erkennen, also brauchst du eine Sonnenbrille. So, und mit dieser Sonnenbrille, je nach Stärke, kannst du natürlich dann jeweils dein Umfeld besser erkennen. Du hast bessere Kontrastwerte und du siehst einfach besser und musst natürlich die Augen nicht so zusammenkneifen, sondern hast wirklich ein besseres Bild. Und so kannst du dir das vorstellen, dafür sind ND-Filter. Wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass du die besten Effekte und Bildeinstellungen im manuellen Modus rausbekommst mit ND-Filtern. Im Automatikmodus ist es nicht allzu sinnvoll, weil ja die Automatik sozusagen da direkt ins Bild eingreift. Also wenn du ND-Filter verwenden möchtest und schöne Aufnahmen herausholen willst, dann direkt in den manuellen Einstellungen. Jetzt wollen wir natürlich nicht lange reden, sondern auch Fakten präsentieren. Ich schalte jetzt direkt mal rüber auf mein Testgelände. Freewell hat neue Filterpakete für die DJI Air 3. Zum einen natürlich ganz wichtig das ND Filter Pack, vom ND8 Filter bis zum ND 128 Filter, alles komplett mit dabei. Dann geht es aber noch weiter, zum Beispiel noch mit dem Everyday Dreier Pack, und hier ist ein UV-Filter mit dabei, ein Mistfilter mit dabei und ein LPR-Filter. Last but not least für alle Landschaftsfotografen das Landscape Pack mit 2 Filtern, und alle Filter von Freewell, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die ND-Filter von Freewell natürlich richtig gut verpackt in einer sehr beständigen Plastikverpackung. Und wenn du jetzt mal reinguckst, siehst du natürlich 4 Filter und diese sind gleichzeitig dann nach Stärke sortiert. Für die untere kleine Kamera immer die höhere Stärke und für die obere 70 mm Kamera dann etwas niedriger. Finde ich ganz gut angeordnet und die werden wir natürlich auch mal testen. Auch sehr ordentlich verpackt, sodass die Filter nicht schmutzig werden können. Hier dieses Case mit dem Dreierpack. Hier hast du dann den Mistfilter drin, dann hast du natürlich den UV-Filter mit drin und den LPR-Filter mit drin. Und stabil, sauber, ordentlich kannst du dann einfach seitlich hier rausnehmen und dann touchst du nicht mit dem Finger auf den Filter. Finde ich eine gute Idee. Das ist hier nicht kaputt, das ist nur noch eine Folie, die ich jetzt irgendwie nicht abbekomme, aber gut verpackt sind die Filter auf alle Fälle. Wir haben heute richtig schnuckligen Sonnenschein, was bedeutet, wir können hier auch schön rumspielen mit dem Controller, und mein Shutter ist jetzt auf 1:120 eingestellt. Die ISO ist bei 100, und wenn du die ISO jetzt noch ein bisschen höher machen würdest, ja, das ist nicht schön. Also mir gefällt ISO 100 und Shutter auf 1:120. Du kannst natürlich auch noch ein bisschen weiter runtergehen mit dem Shutter auf 1:60. Aber ich mag es eigentlich persönlich immer ein bisschen dunkler. Da kann ich wenigstens mit der Helligkeit noch ein bisschen nachregeln. Alles andere bleibt so von den Einstellungen. Und hier hast du dann wahrscheinlich schöne Bilder. Du siehst schon keine einzige Wolke am Himmel. Jetzt testen wir mal, wie der ND-Filter so wirkt.
Weiterhin bekommst du natürlich auch nochmal extra Landschaftsfilter. Diese sorgen dann für eine verbesserte Lichtdurchlässigkeit und etwas bessere Farben. Kommen wir nochmal zum Kreativpaket mit dem UV-Filter, dem S-Mist-Filter und dem LPR-Filter, und dieser reduziert selektiv die Durchlässigkeit bestimmter Wellenlängen des Lichts. Insbesondere arbeitet er gut bei künstlichem Licht und dieses Pack ist meiner Meinung nach ein bisschen besser für Fotografen geeignet. Auch das Anbringen der Filter ist relativ einfach. Da hat sich DJI eine gute Möglichkeit einfallen lassen. Einfach nur den Gimbal gut festhalten, dann die Kappe leicht nach links drehen und schon hast du die Schutzkappe, die hier auf der Drohne befindlich ist, abgelöst und kannst dann direkt deinen Filter aufsetzen. Jetzt kommen wir mal zur DJI Mini 4 Pro und der Limited Edition Box hier von Freewell. Hier bekommst du ein 16-teiliges maßgeschneidertes Filterset, was deiner Kreativität wirklich kaum Grenzen setzt. Erstmal befinden sich normale ND-Filter in dieser wunderschönen Verpackung. Endlich mal wirklich alles in einer Box, so dass du nicht immer verschiedene Hüllen hast und nicht immer suchen musst. Direkt eine Box für alle Filter. 7 ND-Filter und das Ganze natürlich dann von ND16 bis zu ND1000. Das sind die ganz normalen ND-Filter und die sind natürlich hier mit dabei. Es gibt natürlich dann auch noch weitere Filter in der Box und die nennen sich dann PL-Filter. Und bei den ND-PL-Filtern, die sich hier unten direkt befinden, wir machen mal einen Deckel auf, dass es nicht so spiegelt. Bei den oh, das sieht gut aus. Bei den ND-PL-Filtern, da hast du natürlich noch einen weiteren Filter obendrauf. Nicht nur den ND-Filter, sondern auch den PL-Filter. Und ein PL-Filter nennt man auch Polfilter. Dieser filtert dann das Licht, eliminiert Reflexionen, wie zum Beispiel von Wasser- oder Glasoberflächen und erhöht dann nochmal den Grün- und Blauwert in deinem Bild. Deine Bilder werden dann nochmal deutlich kontrastreicher, ohne Spiegelung. Und mit diesen beiden Eigenschaften zusammen hast du dann wirklich ein Bild, das, wenn es gut eingestellt ist, wirklich richtig cinematisch aussieht. Das Anbringen der Filter funktioniert natürlich genau wie bei der DJI Air 3. Einfach die Schutzhülle seitlich abdrehen, abziehen, neuen Filter rauf und dann hast du direkt den ND-Filter ordentlich und vernünftig gesichert. Solltest ein bisschen aufpassen, dass es immer so ein bisschen klickt, dann ist er fest. Nicht, dass dir die Filter dann beim Flug abfallen, also nochmal prüfen, ob die wirklich fest sind. Beim ND-PL-Filter kannst du natürlich dann nochmal die Stärke hier regulieren. Dafür siehst du hier vorne einen weißen Strich und wenn der Strich direkt in der Mitte ist, dann ist das sozusagen beim Nullwert und du kannst die Stärke nach oben und nach unten, also weniger und mehr, nochmal hier direkt regulieren durch einen Dreheffekt. Das hast du bei den ganz normalen ND-Filtern nicht, das hast du nur bei den ND-PL-Filtern. Das war aber noch nicht alles, denn Freewell bietet dir hier nochmal in der Box einen S-Mist-Filter und der hat eine spezielle Beschichtung, denn die Bilder werden dadurch leicht matter und kontrastärmer. Und er fügt natürlich noch so einen leichten Nebeleffekt dazu und das kann man eigentlich gut bei Musikvideos oder bei Kunstlicht einsetzen. Da bist du so ein bisschen cinematisch verschwommen. Du kennst das bestimmt, wenn so einige Räume so ein bisschen neblig sind und das simuliert dir der Filter relativ leicht, aber die Aufnahmen da sehen auch gut aus. Ebenfalls mit dabei UV-Filter und für alle Fotografen unter uns natürlich ein Muss, denn UV-Filter blockieren ultraviolettes Licht und machen einfach bessere Fotos. LPR-Filter sind natürlich auch noch dabei und diese reduzieren bestimmte Wellenlängen des Lichts, meist für Kunstlicht interessant und meist auch sehr interessant für Fotografie. Ebenfalls in der Fotografie werden sogenannte CPL-Filter verwendet. Mit diesen lassen sich dann unerwünschte Reflexionen aus einer Szene relativ leicht entfernen und der ist wie gesagt auch noch an Bord. Eine Entscheidung. Zusammenfassend, diese Box könnt ihr ab sofort kaufen und sie ist limitiert in der Stückzahl, da dieses Angebot nur für einen gewissen Zeitraum gilt. Preislich liegt das All-Inclusive-Paket mit 16 Filtern bei 149 € und wer mehr Infos benötigt, der schaut einfach mal hier direkt in meine Videobeschreibung. Da habe ich alles nochmal für euch zum Nachlesen verlinkt. Und Freewell hat natürlich auch die Gimbal Safe Technologie und hier wird jeder Filterrahmen strengen Leichtbautests unterzogen, um wirklich sicherzustellen, dass es keine schädlichen Auswirkungen auf deinen Gimbal der DJI Mini 4 Pro hat und du natürlich mit dieser Drohne und den Filtern langfristig arbeiten kannst.
Ich hoffe, ich konnte euch das Filterproblem so ein bisschen erklären. Ihr wisst jetzt, für was der jeweilige Filter ist und gleichzeitig natürlich noch, wo und wie ihr die Filter einsetzen könnt. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, sehr gern hier in meine Videokommentare. Alle, die ich beantworten kann, von meinem Wissen her, beantworte ich natürlich auch sehr gern. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.